Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Vielleicht habt ihr es gestern Abend schon in der Ingame-Post gelesen, aber ich wollte nochmal in dem Video auf das Thema aufmerksam machen. Und zwar eine sehr, sehr coole Aktion. Dieses Jahr ist Shakes and Fidget bei Friendly Fire als Sponsor dabei. Das ist die 10. Ausgabe von Friendly Fire. Wer das Ganze nicht kennen sollte, es ist quasi eine Livestream-Veranstaltung, organisiert von unter anderem Gronkh und vielen anderen bekannten Leuten aus dem Internet. Verfolge ich auch schon sehr, sehr lange. Und die sammeln da quasi in einem Stream Spenden für wohltätige Zwecke. Da sind die letzten Male schon Millionen von Euros zusammengekommen und das ist absolut krass und ich finde es cool, dass Shakes and Fidget jetzt auch so da Sponsor ist auf jeden Fall bei diesem sehr, sehr geilen, coolen Event. Letztes Jahr waren die ja bei den Stream Awards ja auch Teil als Sponsor da gewesen, beziehungsweise hatten da ein kleines Segment gehabt und jetzt halt eben dieses Jahr bei Friendly Fire. Sehr, sehr cool, denn unter anderem ist, wer das nicht wissen sollte, Marvin Clifford ist ja zum Beispiel derjenige, der hier in-game den Fidget widerspiegelt. Ja, das ist ja Shakes hier. Und hier haben wir Fidget. Und Fidget ist ja sozusagen Marvin Clifford. Ja, das ist ja einer der beiden Zeichner von Shakes and Fidget. Shakes, sorry, ist quasi Oscar Panier. Und die haben ja beide zusammen dieses Game mehr oder weniger erfunden, beziehungsweise die Comics dazu gemacht. Und dann kam das Game dann erst später. Ja, Marvin Clifford, also quasi Fidget, ist unter anderem auch der Zeichner für Gronkh, der halt eben auch einer der Hauptorganisatoren von Friendly Fire ist. Und ich weiß nicht, ob Marvin Clifford da morgen auch dabei ist, aber der zeichnet zum Beispiel auch sehr viele Logos oder irgendwelche Designs, irgendwelche animierten kleinen Sachen für Gronkh im Stream oder für sein Merch oder alles Mögliche. Und deswegen gibt es da auch so ein bisschen eine ganz kleine Verbindung so zu Shakes and Fidget, auch hingehend zu Gronkh. Und ich finde es sehr, sehr, sehr beachtlich, denn man sieht unter anderem auch den Zeichenstil wirklich bei Gronkh im Merch-Shop oder beim Design, dass das wirklich von Fidget, also von Marvin halt auch kommt. Dieser Zeichenstil ist wirklich, das erkennt man auf jeden Fall immer wieder. Und da gibt es eine kleine Überraschung auf jeden Fall. Wir gehen mal drauf ein. Eine Überraschung wartet auf dich. Wir sind stolz, dieses Jahr als Sponsor bei der 10. Ausgabe von Friendly Fire dabei zu sein und haben uns dafür eine ganz besondere Überraschung überlegt. Am Samstag, dem 7.12. um 15 Uhr erwartet euch etwas Einzigartiges und Limitiertes, das es so noch nie gab, das euch mitten in Friendly Fire Feeling eintauchen lässt. Das Beste daran, der gesamte Erlös wird an wohltätige Zwecke gespendet. Seid dabei und verpasst nicht die Chance, dieses exklusive Jubiläums-Goodie zu ergattern, nur während des Events verfügbar. Ich muss gucken, dass ich das auch irgendwie hinkriege, das zu bekommen, was auch immer das sein wird. Ich habe schon eine kleine Ahnung, auf jeden Fall. Gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, denn ich bin morgen tagsüber fast den ganzen Tag wirklich unterwegs und das wird echt schwierig, das irgendwie zu bekommen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn mir da jemand irgendwie auf Discord oder so schreiben würde, wenn das da die Aktion irgendwie gerade da am Start ist. Um keine Info zu verpassen, schau morgen ab 15 Uhr im Official Livestream von SF vorbei. Ne? Und was so meine Vermutung ist, sag ich mal, weil wir haben ja hier oben schon ein kleines Bildchen, Friendly Fire Frame, dass es eventuell mal wieder seit langer Zeit einen neuen Rahmen geben wird. Ne? Wir haben ja bisher nur, was soll man sagen, also wir haben halt, wenn ihr es gekauft habt, es gibt halt den Goldrahmen, dann gibt es halt hier diesen Twitch-Drop-Rahmen, den ich jetzt, ich sag mal, nicht wirklich bevorzuge, weil da sehe ich aus wie hinter Gittern, so gefühlt, für nur noch hier die Gitterstäbe, ne? Dann sieht das so aus. Es schneidet zu viel einfach ab vom Profilbild, so meines Erachtens nach. Und
Deswegen habe ich den jetzt auch nicht ausgerüstet. Ja, finde ich nicht persönlich ansprechend, muss ich sagen, aber ist ja von jedem selbst überlassen. Und ja, hier könnte es so sein, ne? Wir sehen ja hier schon den Mushroom Dealer, dass man sich hier einen Rahmen vielleicht holen kann. Es könnte sein, also ich weiß es wirklich nicht. Ich muss dazu sagen, als ich vor wie lange ist das jetzt schon her? Wieder zwei oder 3 Wochen circa bei Playa Games war. Da wurde mir das schon gesagt, dass SF dieses Jahr noch bei Friendly Fire dabei sein wird. Da habe ich mich mega gefreut, als ich die Info bekommen hatte. Habe natürlich nichts gesagt, ist klar. Ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass ja der gesamte Erlös an wohltätige Zwecke gespendet wird, dass man eventuell morgen die Chance hat, sich einen neuen Rahmen zu kaufen und der Kauf von diesem Rahmen gespendet werden könnte an diese wohltätigen Zwecke. Und das halt eben in Verbindung mit Friendly Fire, die ja sowieso im Stream live Spenden sammeln und der Erlös dann eben noch da drauf gepackt wird. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, weil wir haben hier einen Friendly Fire Frame, ja, ist hier extra nochmal. Dann haben wir hier den Mushroom Dealer, der hier diesen Rahmen in der Hand hält. Und es ist ja nicht ohne Grund der Mushroom Dealer, sag ich mal, der hier diesen Rahmen hier hält. Also kann ich mir das wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass man Pilze bezahlt für diesen Rahmen, damit sich die Leute den kaufen können, equippen können und wie gesagt, das Ganze dann, je nachdem dann halt eben gespendet wird, beziehungsweise auf den Ertrag raufgepackt wird, den ja Friendly Fire sowieso im Stream erwirtschaftet, so, ne? Deswegen da bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf und wollte ich euch auf jeden Fall nochmal vorab darauf aufmerksam machen. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich, morgen im Stream nochmal dann wirklich für Klarheit gesorgt. Ich persönlich weiß es wirklich auch nicht, wie das Ganze jetzt zustande kommt, beziehungsweise was da jetzt nun passieren wird. Aber ich kann euch so viel sagen, da solltet ihr, wenn ihr sowas haben wollt, auf jeden Fall dann die Augen und Ohren offen halten, dass ihr die Gelegenheit nicht verpasst, denn das Ganze ist natürlich limitiert, ne? Und nur für den Zeitraum verfügbar, wo halt eben dieses Friendly Fire Event ist. Ich meine, das wird ein langer Stream auf jeden Fall, ne? Die sind ja immer relativ lange am Start, aber man muss da eben schon zum richtigen Zeitpunkt dann am Start sein. Ich kann mir vorstellen, dass der gute Kollege, dann morgen im Shop ist und dann halt eben man sich das kaufen kann. Ja, war hier übrigens auch in der Ingame-Post, ne? Die mir jetzt hier gerade nicht angezeigt wird, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen auch immer. Ne? Aber hier seht ihr es auch nochmal. Ansonsten war ja hier, das war quasi dieselbe Info, die ich euch jetzt hier im Bild gezeigt habe. So, ne? Also dahingehend, seid ihr da auch informiert und ich bin da sehr gehypt drauf. Ich hätte es sehr, sehr gerne auch selbst mit live verfolgt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Allerdings, bin ich halt, wie gesagt, die Woche sowieso relativ eingebunden, arbeitstechnisch und habe da deswegen leider nicht die Zeit, um da halt eben auch das direkt alles so mit zu verfolgen. Ich werde mir das auf jeden Fall holen, denn ich bin da auch so ein kleiner Kollektor, muss ich sagen. Wenn es solche limitierten Sachen gibt, dann ärgere ich mich wirklich grün und blau, wenn ich weiß, okay, es gab mal sowas, ich könnte sowas besitzen, aber ich habe jetzt nicht mehr die Chance, das zu bekommen. So, deswegen ist das wirklich wichtig, dass man da auch morgen dann wirklich dann irgendwie auch am Start ist dann und sich das dann holen kann. Ob ich denn mir diesen Rahmen dann auch wirklich equippe oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir den hole und mich dann dagegen entscheide und den trotzdem nicht equippe. Ja, das könnte wirklich gut passieren, denn wenn der Rahmen wieder so dick ist wie dieser andere, den wir der hier, ne, dann schneidet der mir einfach für mich persönlich zu viel vom Profilbild ab. Aber ich denke mal, das Problem haben dann wirklich eher so die Leute, die einen eigenen Avatar haben. Also es ist ein Luxusproblem, sag ich mal in dem Sinne, dass die gezeichneten Avatare natürlich ein bisschen mehr Fläche eventuell in Anspruch nehmen, als jetzt zum Beispiel so ein Char hier. Ne? Da seht ihr ja,
also war jetzt total random, dass der jetzt hier den Rahmen ausgerüstet hat, dass hier der Rahmen kaum was von dem Bild abschneidet, so, ne, von dem Profilbild, von dem erstellten. Da passt es eigentlich ganz gut vom Platz her. Ne? Aber wie gesagt, ihr könnt verstehen, ja, bei mir, ne, der schneidet hier was von der Hand ab, vom Ohr, ne, vom Kopf ein bisschen. Deswegen lasse ich das sein. Aber der andere Rahmen, der sah jetzt nicht ganz so dick aus, muss ich sagen. Vielleicht ist das eine Überlegung wert. Und dann gucken wir einfach mal. Ich werde euch auf jeden Fall informieren, wenn es denn dazu Neuigkeiten gibt. Den Tag da drauf dann aber dann als ja, frühesten Zeitpunkt. Genau, aber da wollte ich euch nur schon mal Bescheid geben. Und finde ich sehr, sehr cool. Ja, eine sehr schöne Sache, dass sich da dann auch so engagiert wird. Und ich denke mal, das ist eigentlich eine coole Aktion für alle Beteiligten. Die Spieler haben sich schon seit Ewigkeiten gewünscht, dass es mehr kosmetische Gegenstände gibt, die man ja, erwerben kann oder erspielen kann, ne? Je nachdem. Beides ist halt möglich so. Bisschen mehr Individualität. Es ist das Wort, was ich glaube ich, am häufigsten benutzt habe dieses Jahr. Das haben sich viele, viele gewünscht. Jetzt ist das der Fall. Man kann sowas höchstwahrscheinlich, ich weiß es ja noch nicht, ne? Man kann sowas höchstwahrscheinlich dann erwerben und ja, der Betrag wird dann halt eben auch noch gespendet. Also von daher ist das, denke ich mal, für alle Beteiligten vollkommen in Ordnung. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird ja, denke ich mal, auch angekündigt werden, wenn es dann soweit ist. Wenn Friendly Fire vorbei ist, wie viel dann auch dort von Shakes & Fidget Seite aus denn zusammengekommen ist, wie viele Leute sich das denn geholt haben, ja, um halt zu sehen, okay, was ist da für ein Betrag denn tatsächlich auch am Ende des Tages zusammengekommen, ne? Ja, bin ich sehr gespannt drauf, sehr gehypt, finde ich sehr, sehr cooles Projekt. Das Ganze, schöne Idee, schöner Einfall, top. Kann man wirklich, also, ne, kann man wirklich nicht haten, muss ich wirklich so sagen. Ist eine sehr schöne Sache auf jeden Fall. Ja, Freunde, das aber erstmal soweit dazu. Also ich werde mir das Ding auf jeden Fall ziehen, komme was wolle. Ich muss es nur mitkriegen. Das ist mein größtes Problem, was ich persönlich habe, aber das ist halt eben mein Problem. Ne? Okay, das war's soweit von mir. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare dazu rein, wie ihr darüber denkt. Ja, ich bin da auf jeden Fall für alles offen. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.